Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Häkelvideo. Heute habe ich wieder ein schönes Häkelprojekt für euch. Einen gemütlichen Pullover im Streifenlook mit seitlichen kleinen Schlitzen. Die Streifen und das Fischgratmuster in Kombination finde ich super, da die Klarheit der Streifen und die Struktur des Musters gut harmonieren. Der Pulli wird nach Maß gehäkelt und ist überhaupt nicht kompliziert nachzumachen. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie das geht. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere Häkelprojekte von mir sehen möchtet. Meine Wolle für diesen Pulli ist von Mayflower und heißt Venezia. Die hat auf 50 Gramm 105 Meter. Ich habe das herausgenommen, dann sieht man es noch besser. Die Wolle besteht aus 70% Baumwolle und 30% Schurwolle. Die empfohlene Häkelnadelstärke ist die 5,5 bis 6. Diese Wolle gibt es leider nicht mehr, daher zeige ich euch eine Alternative. Und zwar ist das von Katja Concept das Cotton Merino. Es ist von der Zusammensetzung und der Maschenprobe nahezu identisch. Als Häkelnadel habe ich für den gesamten Pulli die 6,0 verwendet. Außerdem benötigt ihr eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel und Maschenmarkierer. Zunächst mache ich eine Anfangsschlaufe. Dann mache ich eine Luftmaschenkette in der Länge, die der Pulli haben soll. Achtet darauf, dass eure Maschenanzahl ungerade ist. Messt dafür einfach vom Halsansatz herunter zur gewünschten Länge. Ich habe 77 Maschen angeschlagen. Dann mache ich noch eine Wendeluftmasche. Ich häkle immer in die hinteren Schlaufen der Luftmaschen. Dafür drehe ich die Kette um. In diese Schlaufen da häkle ich dann meine erste Reihe. Ich häkle im Fischgratmuster, das ist mein Lieblingsmuster und ich habe bereits einen Pulli in diesem Muster hochgeladen und auch ein Mustervideo dazu gemacht. Das findet ihr in der Playlist Häkelmuster mit Woolly-Loo. Dafür nehmt ihr einen Umschlag auf die Nadel. Die erste Schlaufe wird nicht behäkelt, erst die folgende. Ich steche also in die nächste Schlaufe ein und ziehe den Faden durch. Dann ziehe ich die mittlere Schlaufe etwas herunter und durch diese Schlaufe durch. Dann nochmal den Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Und das ist auch schon alles. Dieses Muster ist super einfach zu häkeln und wie ich finde wunderschön. Am Ende der Reihe mache ich eine Wendeluftmasche und drehe mein Häkelstück. Ab jetzt häkle ich das Muster in beide Maschenschlaufen.
Am Ende der Reihe folgt dann eine Wendeluftmasche und es geht in der nächsten Reihe genau so weiter. Wenn ihr wie ich einen Farbwechsel machen wollt, dann häkelt ihr die letzte Masche nicht fertig. Nehmt an dieser Stelle die neue Farbe und beendet mit der die Masche. Anschließend häkelt ihr ganz normal weiter. Die beiden Enden verknotet man am besten, damit nichts aufgeht. Das mache ich so lange, bis die gewünschte Rückenbreite erreicht ist. Messt dafür von Schulter zu Schulter am Rücken entlang. Dabei könnt ihr bestimmen, wie locker der Pulli sein soll. Je breiter, desto lockerer, ist ja klar. Beachtet dabei aber auch, dass dieses Maß mindestens eurem halben Brustumfang entspricht. Mein Rückenteil ist fertig. Genauso mache ich jetzt das Vorderteil. Aber beim Vorderteil möchte ich in diesem Bereich einen Halsausschnitt haben. Wie ich das mache, zeige ich gleich. Ich habe dieses Stück gehäkelt, die Schulterpartie sozusagen. Und jetzt kommt hier mein Halsausschnitt. Wartet, ich messe das mal. Das sind ca. 6 bis 7 cm. Das reicht mir. Also höre ich hier einfach auf und starte die nächste Reihe. So häkle ich weiter, bis mir der Ausschnitt breit genug ist. Ich habe meine gewünschte Breite erreicht, das sind ca. 20 cm. Und jetzt muss ich aufpassen bezüglich der Farbverteilung. Ich habe hier 2 Reihen, hier 4 Reihen. Hier bin ich jetzt in der 5. Reihe und müsste jetzt bis ganz oben häkeln. Aber natürlich fehlen mir hier die Maschen, in die ich häkeln kann. Das heißt, ich muss hier ein paar Luftmaschen anbringen, in die ich häkeln kann, um meine Reihe zu beenden. Hier habe ich aufgehört. Das ist meine letzte Masche. Die Masche entspringt hier. Ich habe mir eine Schlaufe auf die Nadel gelegt und steche genau da ein, wo die letzte Masche entspringt und mache eine Kettmasche. Dann ziehe ich am kürzeren Ende, damit ziehe ich die Kettmasche zu und mein Faden ist an der Stelle befestigt. Und jetzt mache ich so viele Luftmaschen, wie ich hier ausgelassen habe. Das waren 7.
Dann schneide ich den Faden ab und mache eine weitere Luftmasche, welche ich aber durchziehe und die Kette festzurre. So, fertig. Jetzt kann ich meine 5. Reihe hochhäkeln. Ich schaue nochmal ganz genau, wo die hintere Schlaufe ist. Das ist manchmal nicht direkt gleich erkennbar. Und dann häkle ich ganz normal weiter. Und damit habe ich jetzt wieder die Höhe erreicht, wie auf der anderen Seite in der richtigen Reihe. Dann häkle ich ganz normal im Muster weiter. Letztlich soll das so aussehen wie auf der anderen Seite. Ich habe beide Teile fertig gehäkelt. Sie liegen bei mir rechts auf rechts. Nun möchte ich noch diese Schulterseite schließen. Hier habe ich das schon gemacht. So sieht das von rechts aus. Wie ich finde, sieht man die Naht kaum. Da habe ich auch schon den Ärmel gehäkelt. Das zeige ich euch auch gleich, wie ich das gemacht habe. Zuerst einmal die Schulter. Ich habe Vorder- und Rückenteil aneinander gelegt. Die linken Seiten liegen oben. In die Nadel habe ich bereits die erforderliche Farbe eingefädelt. Ich beginne hier. Dabei schaue ich, dass das schön aufeinander liegt. Und dann steche ich einfach von hinten nach vorne ein. Ein Stück Faden zum Vernähen nicht vergessen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut erkennen. Ich steche eher oberflächlich ein. Dadurch sieht es auf der anderen Seite weniger sichtbar aus. Jetzt kommt ein Farbwechsel. Dafür fädle ich einfach die weiße Wolle ein und mache einfach weiter. Und jetzt geht's wieder mit Blau weiter. Ich habe die Schulter geschlossen. So sieht das jetzt aus. Hier von rechts. Und jetzt kommt hier der Ärmel dran. Ich habe hier mittig, hier ist meine Naht, also mittig meine Markierer gesetzt. Dafür habe ich jeweils vom Saum aus auf beiden Seiten die gleiche Anzahl an Maschen abgezählt. Das sind bei mir, wartet,
Das sind bei mir ca. 43 cm. Die markierte Masche gehört nicht zum Ärmel. Mit dieser Masche fange ich also an. Das mache ich wie zuvor schon. Ich steche in die Masche ein, mache eine Kettmasche und ziehe diese zu. Dann kann ich ganz normal mein Muster häkeln. Das mache ich bis zur nächsten Markierung. Dort angekommen mache ich eine Wendeluftmasche, dann häkle ich die zweite Reihe wie gehabt. Bis ich wieder hier bin. Ab der dritten Reihe beginne ich mit den Abnahmen. Die erste Masche häkle ich ganz normal. Die zweite und dritte Masche aber häkle ich zusammen. Ich nehme einen Umschlag auf die Nadel, steche ein, hole den Faden durch und ziehe diesen durch eine Schlaufe. Dann nehme ich wieder einen Umschlag auf die Nadel, steche in die nächste Masche ein und hole den Faden durch und ziehe diesen durch eine Schlaufe. Jetzt habe ich 3 Schlaufen auf der Nadel. Ich hole den Faden und ziehe diesen durch alle 3 Schlaufen durch. Somit habe ich die beiden Maschen zusammengehäkelt und eine Abnahme gemacht. Dann geht's ganz normal weiter. Wie ihr seht, mache ich am Ende der Reihe keine Abnahme. Aber am Reihenanfang wieder. Die erste Masche häkle ich wieder ganz normal. Die zweite und dritte Masche häkle ich wieder zusammen. Diese Abnahmen führen dazu, dass der Ärmel Stück für Stück schmaler wird. Daher mache ich die Abnahmen so lange, bis der Ärmel die Breite hat, die ich gern möchte. Ich habe jetzt ein Stück gehäkelt. Die Breite ist jetzt ungefähr 33 cm. Das waren ca. 13 bis 14 cm, die ich gehäkelt habe, ab der Schulterkante gemessen. Und wenn ich das falte, ist das die Breite und die gefällt mir. Daher gehe ich jetzt gerade weiter, ohne Abnahmen. Hier habe ich Abnahmen gemacht und jetzt mache ich keine mehr. Jetzt sind das ca. 40 cm. Dieses Stückchen fehlt noch.
Nun möchte ich, dass sich der Ärmel in diesem Bereich leicht verbreitert. Die nächsten 4 Reihen mache ich daher einfach Zunahmen. Wie bei den Abnahmen häkle ich die erste Masche ganz normal. In die zweite Masche häkle ich aber 2 Maschen. Einmal und noch einmal. Und dann geht's vom Prinzip wie bei den Abnahmen. Immer am Reihenanfang mache ich meine Zunahme in die zweite Masche. Ein kleiner Hinweis hier am Rande: Wenn euch meine Videos gefallen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr meine wöchentlichen Videos nicht. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert und teilt. Das mache ich über die 4 weißen Reihen durch. Die letzte blaue Reihe häkle ich ohne Zunahmen und ohne Abnahmen. Mein fertiger Ärmel ist ca. 46 cm lang, wobei ich dazu sagen muss, dass ich lange Ärmel liebe. Wenn ihr den Pulli häkelt, macht das so, wie es euch gefällt. Probiert einfach zwischendurch an. Jetzt wird die Ärmelnaht geschlossen. Dafür lege ich den Ärmel rechts auf rechts zusammen. Dann verbinde ich das in dem Bereich mit der Stopfnadel, genauso wie bei der Schulternaht. Wie hier. Und ab hier werde ich die Seitennaht dann zusammenhäkeln. So, meine Ärmelnaht ist nun zu. Weiter geht's mit der Seitennaht. Diese werde ich zusammenhäkeln. Dafür habe ich mir eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Die werde ich jetzt hier befestigen und die Seite mit Kettmaschen schließen. Das sind meine Markierer, als ich die Ärmel angefangen habe. Jetzt zeigen sie praktischerweise, wo meine Seitennaht anfängt. Die beiden Fädchen hier verknote ich erstmal. Neben den Markierern befestige ich den Faden. Wie das geht, habe ich euch zuvor schon gezeigt. Dann entferne ich die Markierer. Und jetzt schaut mal. Das ist die ganze Masche. Und hier. Ich werde aber nur die inneren Schlaufen nutzen. Immer nur diese beiden. In diese mache ich meine Kettmaschen. Das habe ich jetzt da entlang gemacht, mir aber unten eine kleine Öffnung gelassen. Der Schlitz ist ca. 11 bis 12 cm lang. Und jetzt werde ich den Ausschnitt verschönern.
Hier ist mein Ausschnitt. Den Pulli habe ich auf rechts gedreht und werde von der rechten Seite aus den Ausschnitt behäkeln. Meinen Faden befestige ich im hinteren hellen Bereich. Und dann fange ich an, den Ausschnitt mit halben Stäbchen zu umhäkeln. So, ich bin jetzt drumherum. In meine erste Masche mache ich einfach eine Kettmasche hinein. Ich markiere diese Masche, damit ich weiß, wo der Anfang ist. Und jetzt mache ich in die anderen ebenfalls Kettmaschen. Ich bin wieder am Anfang angekommen und entferne den Markierer. In diese Masche kommt eine weitere Kettmasche. In die nächste Masche steche ich von hinten ein und hole den Faden durch. Den Faden schneide ich jetzt ab, mache eine Luftmasche und ziehe diese durch und fest. Und so sieht es aus. Man sieht fast nichts. Mit den Kettmaschen kommt auch eine gewisse Stabilität gegen das Ausleiern hinzu. Das ist richtig praktisch. Und so ähnlich mache ich das jetzt auch am Saum. Das ist mein Saum von der rechten Seite. Wieder befestige ich meinen Faden im hellen Bereich und starte mit halben Stäbchen. Bis zur Ecke. In die Ecke mache ich eine feste Masche, eine Luftmasche und dann eine Kettmasche. Und dann geht's mit Kettmaschen weiter. Damit bekomme ich eine saubere Ecke. Im oberen Schlitzbereich häkle ich ganz normal die letzte Masche auf der einen Seite und dann die erste Masche auf der anderen Seite. In der anderen Ecke häkle ich eine Kettmasche, eine Luftmasche und eine feste Masche, also genau umgekehrt wie zuvor. Dann geht es mit halben Stäbchen weiter. Ich bin wieder am Anfang angekommen. Das war meine erste Masche. In diese mache ich eine Kettmasche.
und in die nächste mache ich den gleichen Abschluss wie beim Ausschnitt. So sieht mein Saum jetzt aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Und damit ist mein Pulli auch schon fertig. Ich hoffe sehr, dass euch das Projekt gefallen hat und ihr vielleicht Lust bekommen habt, diesen Pulli selbst zu häkeln. Bei mir ist er schon jetzt ein Lieblingsstück in meinem Kleiderschrank und wird oft ausgeführt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr keines meiner wöchentlichen Videos. Bis bald!